MT Aerospace ist Lieferant für die Trägerrakete Ariane 6. Die Tankfertigung sieht man jetzt auch gerade hinter uns. Das heißt, hier werden unsere Treibstofftanks eben verschweißt. Ansonsten machen wir bei uns noch die Strukturbauteile für die Ariane 6, wo dann im Innenleben die Nutzlast, der Satellit reinkommt, wie auch die Tanks und andere Komponenten. Und wir fertigen noch Satellitentanks, was inzwischen auch immer mehr wird, weil man immer mehr Satelliten in den Orbit befördert. Das heißt, auch Ariane 6 muss öfter starten. Auch hier gehen wir immer höher von den Startkadenzen jedes Jahr und müssen auch hier eben uns weiter optimieren, damit wir diesen Ramp-up schaffen können. Also früher hatten wir vor allem eher Kleinserien, wenige Stückzahl pro Jahr. Jetzt kommen wir eher in das Thema Großserien rein, mehrere Stückzahl, mehrere tausend Stückzahl pro Jahr. Das heißt, hier muss sich einfach auch die Firma wandeln. Wir müssen effizienter werden von unseren Prozessen, auch unseren digitalen Prozessen. Wir haben einen Hochlauf der Produktion. Wir kommen von einer Manufaktur und gehen jetzt einen skalierten Weg zu einer industrialisierten Fertigung. Also das MES-System hilft mir eigentlich sehr gut in der Früh erst einmal einen groben Überblick zu finden, was fällt eigentlich an. Und das nächste ist für mich auch eine übersichtliche Sortierung zu haben, was sind meine Arbeitsschritte und was habe ich eigentlich an diesem Arbeitsschritt zu tun. Früher hatten wir mehrere Systeme, wo wir dann einen Absprung hatten, mussten in andere Systeme gehen. Es war sehr kompliziert. Wir schaffen uns momentan sehr viele neue Anlagen an, müssen gleichzeitig natürlich auch unsere aktuellen Prozesse noch optimieren. Hierbei haben wir jetzt natürlich den Vorteil, auch mit dem MES von Grob, dass wir dort genau Liegezeiten zum Beispiel von unseren Aufträgen überwachen können. Wir haben hier ein Monitoring, wo wir genau verfolgen können, wo die Produkte sich aktuell befinden, wie der Status ist. In der Vergangenheit haben wir unsere ganze Produktion durch die Papierlaufkarte gesteuert. Hier war vor allem das Problem, dass wir nicht rechtzeitig nachvollziehen konnten, wie der aktuelle Stand der Produkte ist in der Produktion. Ohne die Maschinendatenerfassung war es auch einfach schwierig, wenn es zu einem Ausfall kam, sowas rechtzeitig zu erkennen oder auch im Sinne Predictive Maintenance auch eingreifen zu können, um einen Maschinenausfall zu verhindern. Vor der Nutzung des Systems hatten wir oft das Problem, dass wir keine Rückmeldung hatten, wie voll eine Anlage war und was unweigerlich zum Maschinenausfall geführt hat und zum Abbruch des Jobs, was uns sehr viel Geld gekostet hat. Und über das neue MDE-System konnten wir eine Füllstandsmeldung integrieren, somit dass wir rechtzeitig eine Benachrichtigung kriegen, bei uns jetzt über E-Mail oder auch SMS manchmal. Ja, wir haben uns für Grob als strategischen Partner entschieden, weil wir eben hier einen sehr guten Draht zu der Firma haben. Wenn mal was ist, konnte man auch einfach mal vor Ort hingehen. Wir hatten öfters Workshops hier am Standort, wo einfach unsere Probleme von unserer Seite mal erklärt werden konnten. Danach hat man sich gemeinsam mit der Firma Grob zusammengesetzt, konnte die Lösungen ausarbeiten und am Ende diese Lösungen eben bei uns hier umsetzen. Wir hatten Probleme, die nicht nur das MES betreffen, sondern auch das SAP im ganz Allgemeinen, konnten wir immer auf die Expertise von Grob zurückgreifen. Wir waren sehr überrascht, wie schnell das System bei uns installiert war. Das heißt, nach 3 Wochen war das System bei uns auf den Servern drauf. Wir konnten die ersten Blicke dann selber bei uns eben mal reinwagen, konnten es den Mitarbeitern schon mal zeigen, was auch extrem gut ankam. Viel moderner, die Umgebung, das Aussehen, die Optik von der Website, das war einfach viel ansprechender und viel auf den heutigen Standard der Industrie ausgelegt, was die Einführung für die Mitarbeiter sehr erleichtert hat. Die Mitarbeiter nehmen es an, das ist das Wichtigste. Es ist ein System, was sehr intuitiv bedienbar ist. In der heutigen Zeit, in der App-Generation passt es gut. Es ist grafisch, optisch ansprechend, das ist auch sehr wichtig. Deswegen Daumen hoch. Grob begleitet immer mehr Unternehmen, die von einer Kleinserienfertigung oder Einzelteilfertigung kommen, hin zur Großserienproduktion. Dieser Trend ist einfach spürbar in der Luft- und Raumfahrt oder auch in der Defense-Branche. Und MTA nimmt hier eine absolute Vorreiterrolle ein, weil sie sehr, sehr früh erkannt haben, dass man digitale Transparenz und auch Führungsmöglichkeiten braucht, um diese Skalierung zur Großserienproduktion schaffen zu können. Mit Coursera haben wir es geschafft, diese Transparenz einzuführen, damit das Unternehmen einfach weiß, okay, wo müssen wir besser werden, welche Prozesse können wir optimieren, wo sind unsere Bottlenecks. Dabei ist natürlich noch wichtig, dass wir nicht nur Grobmaschinen in unser System aufnehmen. Wir sehen hier ganz viele verschiedene Maschinen, die auch ganz komplexe Prozesse haben. Und auch wenn es neue Maschinen gibt, die hier angeschafft werden, aufgrund der Skalierung, die hier nötig ist, binden wir die auch an, vollkommen unabhängig, ob wir jetzt der Hersteller der Maschinen sind oder nicht.